Wir haben gestern erst darüber gesprochen, weil jemand gefragt hat, ich weiß nicht mehr genau, was die Frage war, irgendwas mit 400 Euro? Ich kann mich nur noch an 400 Euro erinnern, in Flav cashen. Aber das Ding ist halt, außer in der Situation, dass du halt beim FEC PvP-Turnier mitspielen willst und unter Zeitdruck steht, weil du eine begrenzte Zeit hast, dein Equipment zusammenzubekommen, bevor der Qualifier losgeht, und da musst du ja schon performen auf dem höchsten Level, damit du sicher dabei bist und so. Klar steht man da unter Zeitdruck. Aber ich denke mir halt persönlich, also du hast jetzt gesagt 10.000 zum Beispiel. Ich denke mir halt persönlich, wenn einem das wirklich so wichtig ist, und man kann sich schon wirklich sehr viel erspielen. Klar, wir reden davon natürlich Größen, also alles zu erspielen, sage ich gar nicht. Aber ich sage mal so, ob sich da nicht mehr lohnt, weil ich meine, wenn man bereit ist, so viel Geld auszugeben, und ich meine, der Return wäre 10.000, du gibst 10.000 aus, bekommst 20.000, also Gewinn 10.000, dann müsstest du theoretisch wahrscheinlich noch Steuern zahlen. Also wahrscheinlich weniger als 10.000. Keine Ahnung, wie genau das dann abläuft, weiß ich nicht. Aber so oder so wären es ja höchstens 10.000. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich gewinnst, ist ziemlich gering. Also außer du spielst für Astral, I guess. Dann ist sie relativ hoch vielleicht, aber selbst die, also hätten verlieren können. Sie waren ja nicht mal direkt im Finale. Auch das ist nicht sicher. Also sicher davon auszugehen, nur weil du so und so viel Geld ausgibst, dass du gewinnst, wäre, glaube ich, ziemlich dämlich, denke ich mal. Also man sollte es definitiv nicht als Investment ansehen, selbst wenn man da dabei ist und selbst wenn man sehr gut ist. Also, und das weiß man dann halt wahrscheinlich, weil man schon mal daran teilgenommen hat. Aber ich denke mir halt, bei so viel Geld würde ich es wahrscheinlich sogar so machen. Gibt ja so Sabbatical und so einen Scheiß. Wenn mir das wirklich so wichtig wäre, würde ich das wahrscheinlich irgendwie so machen, dass ich dann die komplette Zeit vom FEC quasi gar nicht arbeiten muss oder irgendwie so. Und ich meine, letztendlich, viele Leute, die FEC spielen, spielen ja das gesamte restliche Jahr gar keinen Flav. Das wäre ja literally Sabbatical. Also eigentlich nicht wirklich. Sabbatical ist ja eigentlich immer ein ganzes Jahr und whatever. Auf jeden Fall irgendwie so kann man ja mit seinem Arbeitgeber verhandeln, wenn der das überhaupt macht. Aber auf jeden Fall so, dass zumindest die Zeit bis zum Qualifier definitiv nicht arbeiten musst. Und dann reicht es wahrscheinlich, also ganz ehrlich, wenn du 1000 beim Serverstart reinbutterst und dann basically jeden Tag den ganzen Tag spielst und wenn du nicht arbeiten musst, kannst du das ja auch, dann reicht das halt locker. Also wie viel Kohle die der ersten, also wenn du wirklich reincasht und mit gestackten Amplis und so einer der ersten Spieler auf Level 100 etc. bist, dann wirst du so viel Kohle machen. Einfach nur mit Spielen, dass man sich das halt echt schenken kann. Und ich behaupte mal, die meisten Flav-Spieler sind eher nicht in der Position, ich meine, ich weiß es natürlich nicht, es gibt bestimmt ein paar Leute, die echt arsch viel Geld haben und die selbst bei solchen Beträgen von 1.000 oder 10.000 Euro gerade mal mit der Wimper zucken. Mag schon sein, ich meine, denen kann das natürlich egal sein. Aber wenn man jetzt selbst von jemandem, der halbwegs gut verdient, ausgeht, ist das eine Menge Geld. Selbst 5.000, selbst 3.000 für ein Videospiel. Und wie gesagt, dann muss das Spiel ja trotzdem irgendwie gerne spielen, wenn du bereit bist, so viel Geld dafür auszugeben. Wo ich mir dann denke, das würde sich deutlich mehr lohnen, das dann irgendwie so zu regeln, dass du einfach die Zeit hast und einfach viel mehr spielen kannst, was du ja auch willst, vermutlich. Und dann, wie gesagt, reicht schon ein wesentlich kleinerer Betrag. Also 1.000 beim Serverstart, das sollte mehr als genug sein. Und da musst du nicht mal 24/7 wahrscheinlich grinden. Also gut, die erste Woche übertreibt ja jeder, sag ich mal, für seine Verhältnisse. Für manche Leute ist Übertreiben 3 Stunden am Tag, für manche 10 Stunden. Ist ja egal, das muss ja jeder selber wissen. Aber kennt man ja, die erste Woche vom Serverstart ist immer brutal. Da geht jeder an sein persönliches Limit. Und wenn du das machst, dann bist du schon mal gut gesetzt. Wie gesagt, anfangs Ampli stacken und so, all das, das erkauft dir Vorteile von zig oder hunderten Stunden
Und das ist in-game, in F-Coins, in Penya umgerechnet sind das auch Tausende von Euro. Nur, dass du halt effektiv tatsächlich keine Tausenden von Euros bezahlt hast. Also in meinen Augen würde das irgendwie mehr Sinn ergeben. Und deswegen, wenn solche Beträge rumgeschleudert werden, XY hat so und so viel Geld ausgegeben, wäre ich persönlich schon immer vorsichtig, wenn man es nicht wirklich von der Person selber hat. Und wie gesagt, selbst dann könnte die Person immer noch lügen. Wobei, wenn man lügt über das, was man ausgegeben hat, heißt das eigentlich in der Regel, man hat mehr ausgegeben, als man zugibt. Whatever. Auch das muss jeder selber wissen. Auch wenn man sagt dann, oh, ich habe aber den Account gesehen, wo er aufgeladen hat, bla bla bla. Na gut, es könnte noch einen Account geben. Vielleicht ist es gefälscht. Man kann Screenshots oder sowas auch einfach fälschen. Vor allem heutzutage. Ja. Also muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Weil ich habe auch schon alle Beträge gehört. Von 1000, 3000, 4000. Und ich glaube, letztes Jahr hat irgendjemand sogar 20.000 gesagt. Und ich meine, allein schon, wenn man sich vorstellt, wofür gibst du 20.000 aus? Es gibt literally keine Items, die so viel kosten. Das gibt's nicht mal. Also dafür, also ich weiß nicht, 20.000, was ist das in F-Coin? Sind das 400 Milliarden? Ich meine, was willst du für 400 Milliarden kaufen? Weil ich meine, so teuer ist es dann halt auch wieder nicht. Also muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß es auch nicht. Ich will es ehrlich gesagt, glaube ich, auch gar nicht wissen. Das ist, glaube ich, besser, wenn man es nicht weiß. Aber, ja. Also ich habe alles schon gehört und das meiste davon wird halt einfach nicht stimmen. Vor allem, wie gesagt, beim Serverstart, wenn man da gut dabei ist, kann man sich wirklich unfassbar viel erspielen. Und ich sag mal so, selbst wenn du kein Sabbatical machen kannst und dann den ganzen FEC nicht arbeiten musst oder irgendwie so, meine 4 Wochen Urlaub reicht schon. Was kannst du dir in 4 Wochen Urlaub, wenn du jeden Tag extrem viel spielst, erspielen? Das ist Wahnsinn. Also die meisten Leute werden nicht so viel Geld verdienen, dass sich das nicht in Anführungszeichen lohnen würde. Ich meine, wie gesagt, lohnen ist eigentlich das falsche Wort bei einem Videospiel. Aber vermutlich mehr, als wenn du dein gesamtes Erspartes dafür ausgibst. Dann lohnt es sich wahrscheinlich mehr, deinen Urlaub dafür zu verwenden oder whatever. Muss auch jeder selber wissen natürlich. Aber ich sag's nur, von der Logik her, wie gesagt, wenn jemand so viel Geld ausgibt, muss er das Spiel lieben. Und dann macht man das ja eigentlich gerne, dass man sich den Urlaub oder die Zeit irgendwie so freischaufelt, dass das dann so hinhaut. Na gut, das Einzige, was natürlich schwierig ist, ist halt, dass man immer nicht weiß, wann genau der FEC stattfindet. Das ist das Einzige, was so eine Planung, vor allem mit deinem Arbeitgeber, natürlich schon ziemlich schwierig machen dürfte. Aber gut, dann gibt es natürlich auch einfach wieder Leute, die sind selbstständig vielleicht, die haben gar keinen Arbeitgeber, die können einfach selber das gesamte Jahr, wo kein FEC ist, oder die gesamte Zeit, wo kein FEC ist, heftig reinhasseln, dass sie dann während dem FEC weniger oder so gut wie nichts machen müssen. Oder vielleicht haben manche Leute auch eine Firma mit jemand anderem zusammen und sagen dann, zu der Zeit musst du ein bisschen mehr machen, dafür mache ich das restliche Jahr mehr oder whatever. Also wenn man lange genug im Voraus plant, kann man da bestimmt einiges machen. Für die meisten Leute ist es halt einfach nur, ich kann meinen Urlaub da nehmen und mehr nicht. Aber ja, wenn es einem so wichtig ist, dass man bereit ist, so viel Geld auszugeben, dann wird man schon Wege finden, denke ich. Wie es auch anders funktioniert.